2020, das erste Jahr der Quarantäne. Was damals ein Meme war, fühlt sich für mich mittlerweile wie Realität an. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich meine Freunde das letzte Mal wirklich gesehen habe, also nicht online, sondern in echt, und wir alle leiden darunter. Ich will hier nicht darüber diskutieren, ob die Maßnahmen sinnvoll sind oder was man stattdessen machen kann. Ich glaube, momentan ist niemand wirklich zufrieden mit dem, was die Regierung macht. Lasst uns lieber auf Lösungen gucken. Und damit meine ich nicht testen, impfen oder sowas in die Richtung, denn erstens habe ich darauf keinen Einfluss und zweitens ist das nicht mein Fachgebiet. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Es gibt jedoch auch Lösungen im IT-Bereich, die zumindest helfen sollen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Die Corona-Warn-App zum Beispiel war die erste App, die man sich dafür runterladen konnte. Die zweite ist nun die Luca-App. Beide versprechen ein schnelleres Ende des ganzen Spuks und leiden dabei an gravierenden Problemen. Die Corona-Warn-App hat, eine ziemlich langsame Entwicklung, fehlende Features, ein User-Interface, das straight aus den 90ern ist, und die Luca-App hat gerade also einen regelrechten Hype so als bessere Alternative. Doch das ist leider nur außerhalb der Informatikblase so, denn innen drin bröckelt es gewaltig. Die Luca-App kurz vorgestellt. Corona-Tracking von Events. Ich gehe zu einem Hollywood-Undead-Konzert, was echt mal wieder schön wäre, scanne am Eingang wie alle anderen einen QR-Code und wenn irgendjemand mit Corona positiv diagnostiziert wird, dann erhalte ich eine Nachricht, damit ich mich testen lassen kann. Ich veranstalte mit Freunden einen Pen-and-Paper-Abend, erstelle selbst eine Veranstaltung bei der Luca-App und lasse meine Freunde meinen QR-Code scannen. Wenn einer von uns eine Diagnose bekommt, dann kann ich zustimmen, dass die anderen benachrichtigt werden. Das Ganze ist völlig kostenlos, sowohl für die Hosts eines Events als auch für die User, also für die, die dann quasi scannen. Das ist auch sehr wichtig, damit man das wirklich auch verbreiten kann, also die App, damit die wirklich jeder benutzen möchte. Es gibt noch ein paar mehr Funktionen, aber das ist im Endeffekt das Grundprinzip und alles, was darauf aufbaut, ist quasi nur noch on top. Wir bleiben erstmal bei dem, denn das reicht eigentlich schon aus. Soweit so gut. Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität sind also absolut erfüllt. Im Hintergrund läuft da aber natürlich noch viel mehr ab. Die Luca-App hat schon eine nicht ganz irrelevante Abdeckung. Das liegt weniger an den Usern, sondern mehr an den Gesundheitsämtern, denn die bezahlen eigentlich alles. Möchte ein Gesundheitsamt mitmachen, muss es sich bei der Luca-App melden und die Installation geht innerhalb weniger Stunden vonstatten. Die Kosten für Entwicklung, Betreibung etc. werden also auch hier vom Staat abgedeckt, ähnlich wie bei der Corona-Warn-App auch. Das ist trotzdem eigentlich eine private App, das heißt von einem Team entwickelt, das nicht vom Staat beauftragt wurde, aber sie verkaufen quasi ihre Idee an die Gesundheitsämter. Eine ziemlich clevere Entscheidung, denn der Staat ist momentan ziemlich hilflos und stürzt sich quasi regelrecht auf alles, was irgendwie helfen kann. Allein in Sachsen-Anhalt sollen 14 Gesundheitsämter in den nächsten 4 Wochen angebunden werden, was ca. 1 Million Euro kostet. Hochgerechnet auf alle ca. 400 Gesundheitsämter in Deutschland wären das tatsächlich 28,5 Millionen ungefähr. Das ist eine ziemlich stattliche Summe für die 20 Entwickler der Luca-App, die auf GitLab eingetragen sind. Doch sei es drum, wir brauchen eigentlich alles, was uns irgendwie weiterhelfen kann momentan. Sagen wir einfach, die Serverkosten und Supportkosten sind extrem hoch und das rechtfertigt dann von mir aus den Preis. Was ist aber das Wichtigste bei einer App, die das Userverhalten wirklich trackt, also einer Tracking-App im Endeffekt? Dazu müssen wir uns die wirklichen Gefahren ansehen. Tracking-Apps haben klassischerweise genau damit ihr Problem. Sie tracken ihre User. Das ist quasi der Sinn davon, klingt paradox, schließt sich aber eigentlich auch nicht aus, dass man das nicht macht. Ein Schrittzähler zum Beispiel muss nicht zwangsläufig wissen, wo ihr hinlauft, sondern nur, wie viel ihr euch bewegt. Eine App einer Krankenkasse kann euch helfen, fit zu bleiben und messen zum Beispiel, wie viel Sport ihr macht. Dazu muss sie aber nicht alle Daten sammeln und an die Krankenkasse schicken, sondern eben nur lokal das Ganze behalten. Denn wenn eine Krankenkassen-App das macht, dann gibt es ganz schnell, ohne dass wir es merken, verschiedene Tarife. Tarife bei der Krankenkasse, die je nach gesundem Lebensstil unterschiedlich viel kosten. Das bedeutet, die Yogalehrerin Mitte 20, die sich in ihrer Freizeit viele Fitnessvideos ansieht und grüne Smoothies zum Frühstück trinkt, zahlt nur etwa 10% von dem Krankenkassenbeitrag des 50-jährigen Informatikers, der in seiner Freizeit gerne E-Sport mit seinen Freunden guckt und dazu auch mal gerne ein Bier trinkt.
Davon hat erstaunlich viel gerade auf mich zugetroffen, allerdings die 50 habe ich noch nicht geknackt. Solche Informationen möchte man eben aber aus genau diesem Grund geheim halten und vor der Krankenkasse auch geheim halten, denn das geht die einfach nichts an. Solche Tarife müssten gleich sein, für alle. Und gleiche Behandlung, das ist leider immer schwieriger in letzter Zeit geworden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Amazon hat auch seine Krankenkasse auf die Mitarbeiter quasi drauf gedrückt und es gibt immer mehr solche Tracking-Apps. Im Fall von der Corona-App, also zum Beispiel der Luca-App oder der Corona-Warn-App, wären die Gefahren ganz konkret folgende. Der User, der viel Kontakt hat, zu vielen Events geht oder zu Events, die häufiger Infizierte besuchen, könnte viel Hass erfahren, da er andere anstecken kann und weil er häufiger getestet werden muss. Das ist teurer und naja, lastet das System aus. Das ist aber im Endeffekt kontraproduktiv, denn die App soll ja helfen, zurück zur Normalität zu kommen und Normalität sollte niemals Hass sein. Normalität sollte sein, dass man persönliche Kontakte pflegen kann, seine Freizeit so gestalten kann, wie man es möchte. Daher ist ganz besonders wichtig, dass Events sowie User anonym oder zumindest unerkennbar pseudonym gehalten werden. Die Luca-App hat auf ihrer Webseite ihr Sicherheitskonzept vorgestellt. Außerdem gibt es ein GitHub-Repository mit einigen erklärenden Dateien. Die könnt ihr euch gerne angucken. Ich habe in der Beschreibung natürlich wie immer alles verlinkt, was ich für dieses Video genutzt habe. Leider ist das Konzept sehr, sehr oberflächlich. Daher müssen wir uns auf einige Annahmen stützen. Das hat auch ein Paper getan, welches am 23. März in einer Kooperation der EPFL, einer technisch-naturwissenschaftlichen Universität in der Schweiz, und der Radboud University in den Niederlanden veröffentlicht wurde. Kurz darauf, am 31.03., wurde der Quellcode der Luca-App Open Source. Das heißt, jeder kann den Code nun lesen. Dazu komme ich aber später noch. Die Luca-App funktioniert intern wie folgt. Zunächst einmal habt ihr euer Handy bzw. euer Smartphone, die Web-App, die iOS-App, um auf Luca quasi zuzugreifen. Das ist der Teil, den ihr dann benutzt. Die schickt wiederum die Daten in einer gewissen Form an das Luca Backend oder den Luca Server. Das ist eigentlich das echte Herzstück davon. Dann gibt es noch Hosts, die können Veranstaltungen planen und QR-Codes erstellen lassen, die ihr dann scannen könnt. Und natürlich die Gesundheitsämter, die dann drauf zugreifen, wenn jemand positiv getestet wurde. Als allererstes muss natürlich erstmal der User verifiziert werden. Das bedeutet, man gibt seine Handynummer ein und die wird dann verifiziert. Das heißt, es wird überprüft, ob es eine gültige Nummer ist und ihr auch wirklich den Code dann eingeben könnt. Anschließend werden alle Daten, also Name, Adresse und Telefonnummer, verschlüsselt und an die Luca-App geschickt und dort gespeichert. Dann wird eurem Gerät eine gewisse User-ID zugewiesen. Das ist eine eindeutige ID, die sich auch nicht ändert. Es ist quasi pseudonym, was da dann passiert. Zusätzlich bekommt ihr einen Tracing Seed und der wiederum wird quasi jeden Tag, also alle 24 Stunden, erneuert. So, dann wie macht man das jetzt mit diesen Schlüsseln? Wie macht man dieses kryptografische Zeugs? Nun, zunächst einmal brauchen wir zwei Schlüssel. Einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Die werden beide erstellt, in diesem Fall jetzt vom Veranstalter. Den machen wir zuerst, den Rest machen wir auch noch. Und der öffentliche Schlüssel wird dann verteilt, also quasi an alle geschickt. Zum Beispiel eben auch an die Luca-App, also an den Server. Der private Schlüssel bleibt natürlich privat. Und das ist auch richtig so. Der öffentliche Schlüssel wird nur dazu genutzt, und das ist immer so, um Sachen zu verschlüsseln, während mit dem privaten Schlüssel, den ja nur der Veranstalter in diesem Fall hat, der wird nur dazu genutzt zum Entschlüsseln. Das heißt, hat schon alles seine Richtigkeit. Auf der anderen Seite, die Gesundheitsämter sind natürlich viele, aber die müssen trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren können. Das heißt, auch hier haben wir wieder öffentlichen und privaten Schlüssel und der öffentliche Schlüssel wird verteilt an einfach alle. Das heißt, wir können den an den Luca-Server schicken und an die anderen Gesundheitsämter. Allerdings, wie gesagt, die bekommen einen täglichen neuen Master Key. Und der wird jetzt hier grau dargestellt und zusätzlich eben von einem Gesundheitsamt erstellt, aber dann über die Luca-App, also den Server, verteilt. Das muss natürlich so gemacht werden, dass niemand diesen Master Key in die Hand bekommen kann und entschlüsseln kann, außer den Gesundheitsämtern.
Das bedeutet, wir verschlüsseln erstmal unseren Master Key und schicken diesen Master Key dann an den Luca-Server. Der kann damit nichts anfassen. Das ist einfach nur irgendwelcher komischer 0 und 1 Wirrwarr quasi. Und dieser Schlüssel kann dann einfach auch weiterverteilt werden an alle anderen Gesundheitsämter. Ich mache das jetzt mal nur für dieses eine Gesundheitsamt. Das bekommt diesen Schlüssel und der ist natürlich verschlüsselt. Das heißt, man kann jetzt mit dem gelben, mit dem privaten Schlüssel diesen ganzen Kram wieder entschlüsseln und hat den täglichen Master Key quasi wieder in der Hand. So. Lasst uns das Ganze mal ein bisschen vereinfachen und wirklich nur mit einem Gesundheitsamt machen. Das reicht völlig aus hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen QR-Code scanne, das heißt, ich möchte mich gerne einloggen in ein Event, dann erstelle ich mir erstmal meine Trace-ID, meine User-ID und zusätzlich kommen noch Geokoordinaten dazu und die werden erstmal verschlüsselt mit dem Schlüssel des Veranstalters, also des Hosts. Ja? Das ist der mit der Box. Dann werden die zusätzlich noch verschlüsselt mit dem Schlüssel der Gesundheitsämter. Beides mal der öffentliche Schlüssel. Das kann ich einfach so machen, denn verschlüsseln kann wie gesagt jeder, der den öffentlichen Schlüssel hat. Das schicke ich jetzt an die Luca-App und naja, der Server kann damit nichts anfangen. Der hat ja die privaten Schlüssel nicht, der kann nichts entschlüsseln. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem noch die IP, die kann man nicht verstecken, die ist einfach bei jedem Aufruf dabei. Immer wenn ihr eine Webseite aufruft, dann gebt ihr die IP von euch quasi preis. Und zusätzlich gibt es die Uhrzeit, die kann man auch nicht wirklich verhindern, weil, naja, ich meine, die Luca-App oder der Server kann einfach nachgucken, wie spät es gerade ist. Das geht halt nicht anders. So, dann, was ich mache, ist folgendes. Wenn ich jetzt tatsächlich einen betroffenen Teilnehmer habe, also zum Beispiel bei einem Gesundheitsamt eine positive Meldung eingeht, dann macht das Gesundheitsamt folgendes. Hey, Teilnehmer von Event X ist positiv, bitte tu was dagegen. Und die Luca-App macht dann folgendes, die sagt dem Veranstalter, ich brauche deinen Schlüssel, um das Ganze zu entschlüsseln. Das heißt, sie fordert den vollständigen Schlüssel an. Und der Veranstalter muss den kompletten Schlüssel an die Luca-App schicken. Und damit ist die Verschlüsselung eigentlich komplett gebrochen. Damit ist dieses Schloss sozusagen weg. Das ist komplett entschlüsselt worden. Trotzdem, es ist ja immer noch so verschlüsselt, dass nur die Gesundheitsämter das aufmachen können. Das ist also ganz in Ordnung. Das kann niemand machen, der jetzt bei der Luca-App irgendwie ist. Okay, was jetzt die Luca-App macht, oder der Server besser gesagt, ist folgendes. Sie nimmt dieses Paket und schickt das an die Gesundheitsämter, beziehungsweise an das zuständige Gesundheitsamt, was das quasi gemeldet hat. Die haben ja den privaten Schlüssel für das letzte Schloss und können somit auch hier tatsächlich das entschlüsseln. So, und jetzt passiert das, was nicht mehr so gut ist. Man sagt einfach, der Luca-Server, also das Gesundheitsamt meldet dem Luca-Server, hey, du, User 42 ist positiv. Diese Trace-IDs waren da dabei. Und das bedeutet, der Luca-Server hat automatisch auch die User-ID von dem Infizierten. Zusätzlich hat der Luca-Server die Trace-IDs von denjenigen, die dabei waren. Und basierend darauf kann ich jetzt einfach hergehen im Fall vom Luca-Server und einfach die restlichen Daten auch direkt ans Gesundheitsamt übermitteln. Natürlich so verschlüsselt, dass nur das Gesundheitsamt die in der Hand hat am Ende. Und dann erst werden die Benutzer benachrichtigt. Da passiert also ziemlich viel im Hintergrund. Und natürlich, diese abschließende Nachricht hier, die kann natürlich auch vom Gesundheitsamt dann entschlüsselt werden, denn die haben ja immer noch ihren Schlüssel dafür. Damit man hier jetzt auch gleichzeitig noch die User benachrichtigen kann, schickt man jetzt also auch noch die User-IDs zurück an den Luca-Server und damit bricht man eigentlich auch die letzte Verschlüsselung, die man noch gebraucht hat. Denn über die IP-Adresse kann ich, wie gesagt, auch die Geokoordinaten einigermaßen rausfinden und die Trace-IDs brauche ich so oder so nicht. Das heißt, eigentlich ist die Verschlüsselung komplett wertlos hierbei, aber man möchte natürlich die Nutzer auch benachrichtigen und dort eine gewisse Push-Benachrichtigung auf dem Handy anzeigen lassen. Einen letzten Schritt gibt es natürlich auch noch, und zwar die Leute, die vielleicht die App deinstalliert haben, aber trotzdem benachrichtigt werden sollten. Deren Adresse, Nummer und Name ist natürlich auch verschlüsselt auf dem Luca-Server gespeichert. Und damit geht man jetzt wie folgt um. Man nimmt einfach, wenn jetzt tatsächlich so eine Anfrage kommt, um die Leute zu benachrichtigen und eine Push-Benachrichtigung würde ausgesandt werden, dann nimmt man zusätzlich noch die verschlüsselten Kontaktdaten und sendet die ans Gesundheitsamt.
Und ja, das kann natürlich hier dann entschlüsselt werden und damit kann das Gesundheitsamt die Leute im Zweifel auch noch so benachrichtigen, was natürlich nicht ganz so intuitiv ist und all-in-one wie die Luca-App tatsächlich eigentlich wäre. Aber hier bekommt die Luca-App natürlich keine Zugangsdaten oder keinen Namen, Adressen, Nummer oder sonst irgendwas von euch. Sie bekommen im Endeffekt in Anführungsstrichen nur die User-ID. Damit ist die Luca-App, sobald jemand wirklich positiv getestet wurde, im Besitz der User-ID, der Infizierten, des Events, den Geokoordinaten des Events und den User-IDs aller anderen, die dort waren. Außerdem haben sie die User-ID mit einer verifizierten Telefonnummer verknüpft. Wir wissen nicht, ob diese auf den Servern gelöscht wird oder nicht. Wir wissen bereits, dass eine Telefonnummer in Deutschland nur mit Ausweis erhältlich ist. Das bedeutet, man könnte darüber auch den Namen wieder rausfinden. Zumindest ist das bei normalem Userverhalten so. Ich unterstelle der Luca-App nichts Böses. Chinesischen Hackern hingegen, denen unterstelle ich was Böses. Lasst mich also die Frage so formulieren. Da liegen so sensible Daten. Was würden bösartige Hacker damit machen? Mit diesen Metadaten kann man relativ gut einzelne User oder Gruppen tracken. Die Luca-App würde ja im Normalfall auf einer regelmäßigen Basis eingesetzt werden, also nicht einfach mal nur so für ein Event, sondern im besten Fall wöchentliche Events würden damit auch getrackt werden. Das heißt, man könnte zum Beispiel zuordnen, dass ein User zu einer regelmäßigen Zeit an einem bestimmten Ort ist. Ist das etwa eine Kirche, kann man ziemlich genau Glaubensrichtung ablesen. Ist das ein Treffpunkt der anonymen Alkoholiker, geht auch das mit den Geokoordinaten und den Zeiten recht einfach. Einbrecher könnten herausfinden, wann ich zu Hause bin, wann ich bei einem Event bin oder regelmäßig bei einem Event bin und die Zeit für einen Einbruch nutzen. Oder noch schlimmer, China könnte Treffpunkte von Uiguren herausfinden und diese dann in Lager abtransportieren. Aber ja, ist mir klar, dass die meisten von euch das eher weniger betrifft. Wird aber zum Beispiel bei einem Psychologen die Luca-App eingesetzt, könnte auch das wiederum erkannt werden und von Angreifern speziell für Psychoterror eingesetzt werden. Erinnert euch bitte da einfach mal nur an meine Reaction aufs Y-Kollektiv. Ich verlinke die auch gerne in der Endcard wieder. Außerdem kann man die User-IDs von Familienangehörigen oder Freunden identifizieren. Diese werden häufig gemeinsam auftauchen und die Scan-Zeit, also wann man quasi diesen QR-Code gescannt hat, ist natürlich ziemlich ähnlich, da man gemeinsam ankommt und auch gemeinsam wieder geht. Ich sehe schon die ersten Phishing-Mails vor mir, die auf einem Hack basieren. Hey, ich habe gesehen, du warst am 1.4. mit einer Prostituierten in einem Love-Hotel. Das habe ich aus den Logs der Luca-App gelesen. Zahle ein Bitcoin oder ich schicke diese Informationen an deine Frau. So oder so ähnlich könnte das wahrscheinlich aussehen. Deswegen sollten solche Daten eigentlich niemals öffentlich sein. Außerdem wäre es möglich, Veranstaltungen zu analysieren und festzulegen, welches die größten Infektionsherde sind. Beispielgefällig? Wie wäre es mit Frodos Kuschelparty? Da infizieren sich monatlich 50% der Besucher. Bei Cedric's Pen and Paper sind es 0%. Mehr Kontext gibt es da eigentlich nicht. Das ist alles, was man aus den Logs rauslesen kann, so direkt. Also verbietet man Frodos Kuschelparty, das wäre logisch, allerdings nicht unbedingt fair. Ein bisschen konkreteres Beispiel, da das jetzt sehr abstrakt war, wäre zum Beispiel Schulen. Die eine Grundschule wird zum Beispiel geschlossen, die andere bleibt offen, weil eben bei der einen mehr Infektionen sind als bei der anderen. Vielleicht liegt es am Lehrerverhalten, am Schülerverhalten, man weiß es nicht genau. Das resultiert dann allerdings an einem unterschiedlichen Bildungsgrad und nicht alle werden sich so verhalten, dass sie sich anstecken. Und ja, das ist eben einfach nicht okay. Deswegen muss sowas anonym bleiben. Nehmen wir jetzt zusätzlich noch an, dass die Luca-App gehackt wird und es nicht mitbekommt. Das heißt, dass ein Hacker Dinge ausführen kann, Code verändern kann oder eben aktiv Sachen machen kann. Das Ganze nennt sich aktive Angriffe und das heißt Angriffe, wo sich die Luca-App absichtlich bösartig verhält, also quasi wie ein Trojaner oder so. Das ist nie angenehm und man muss davon eigentlich in den seltensten Fällen ausgehen. Aber wir gehen jetzt hier nicht darauf ein, dass die App irgendwie zum Trojaner werden könnte. Das geht natürlich auch. Aber wir gehen jetzt erstmal drauf ein, was man so machen könnte, wenn man einfach nur den Luca-App-Server kontrolliert. Hier könnte man denen, die ein Event veranstalten, zum Beispiel einen Entschlüsselungsantrag zusenden, ohne dass jemand wirklich eigentlich positiv getestet wird. Hosts von Veranstaltungen können nämlich aktuell nicht verifizieren, dass wirklich jemand positiv getestet wurde. Die kriegen keine Nachricht vom Gesundheitsamt, sondern nur von der Luca-App im Endeffekt, beziehungsweise vom Luca-Server. Das heißt, die Luca-Server könnten diesen Befehl durchaus fälschen und einfach so alle Veranstaltungen quasi anfragen.
Zudem könnte der QR-Code bei den Events einfach ersetzt werden. Da der QR-Code nicht den Public Key der Veranstaltung enthält, sondern den von der Luca-App. Da könnte dann einfach der Key des Hackers angebracht werden und schon wird für diesen Hacker verschlüsselt. Das letzte, was jetzt quasi die Daten noch absichert, ist die Verschlüsselung von den Gesundheitsämtern. Das heißt, die Daten werden ja doppelt verschlüsselt. Einmal von dem Macher quasi des Events, also vom Host, und einmal von den Gesundheitsämtern. Auch die Schlüssel der Gesundheitsämter könnte aber jetzt hier ein Hacker ersetzen, denn die täglichen Keys der Gesundheitsämter sind zwar verschlüsselt, werden aber über die Luca-App verteilt und nicht signiert. Das heißt, die anderen Gesundheitsämter, die diese Schlüssel verwenden, die müssen nicht unterschreiben, dass das wirklich der echte Schlüssel ist. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für die Gesundheitsämter zu wissen, dass die Luca-App, also der Luca-Server, nicht den täglichen Schlüssel einfach ausgetauscht hat und selbst nochmal verschlüsselt hat. Denn verschlüsseln kann ja jeder, der den Schlüssel kennt. Das heißt, jeder, der den Schlüssel des Gesundheitsamtes kennt, kann für die verschlüsseln. Entschlüsseln kann natürlich nur das jeweilige Gesundheitsamt, aber verschlüsseln kann jeder und Schlüssel generieren ja auch. Das heißt, man kann einfach einen neuen Schlüssel erstellen, verschlüsseln fürs Gesundheitsamt und dann einfach so tun, als wäre es der echte Schlüssel. Austauschen ist also gar kein Problem. Hier wäre eine Public Key Infrastruktur mit Signaturen etc. absolut essentiell. Natürlich kann man auch immer den Code einer Android-App modifizieren und dann zum Beispiel in einem Patch alles ausrollen und dann wird die Android-App böse. Also quasi verhält sich wie ein Trojaner. Das geht durchaus, ist sehr selten, kann aber vorkommen. Das sind ziemlich große Angriffe. Eine Gegenmaßnahme gegen solche Codeveränderungen sind Open Source. Open Source heißt, dass jeder den Code angucken kann, ich zum Beispiel auch. Ich kann dann hergehen, dran mitentwickeln, einfach Korrektur lesen oder Fehler finden, vorbeugen, Features vorschlagen und so weiter und so fort. Quasi ein gratis Mitarbeiter, wenn ihr so wollt, die eigentlich nur das Beste wollen. Das wird allerdings häufig missverstanden als, die können ja dann meinen Code klauen. Daher sträuben sich viele Firmen vor der Veröffentlichung ihres Codes. Doch es geht mehr um die Bekanntheit als um diese ganze Vertrauensgeschichte. Denn wenn ich jetzt den Code einfach klauen würde und den Gesundheitsämtern einfach dasselbe nochmal anbieten würde, dann würden die mir ziemlich sicher den Vogel zeigen, denn es gibt schon so eine Lösung. Warum muss ich jetzt genau dasselbe nochmal entwickeln? Warum müssen die nochmal dafür blechen? Das macht keinen Sinn. Davor muss man also eigentlich keine Angst haben. So eine Veröffentlichung schafft immenses Vertrauen, wenn sie richtig gemacht wird. Und hier haben wir die nächsten strukturellen Probleme der Luca-App. Seit die App populärer geworden ist, wurde versprochen, dass der Quellcode veröffentlicht wird. Das war am 10. März, bis Ende März wollte man veröffentlichen. Das ist nun am 31.03. passiert. Doch Achtung, Open Source ist nicht Open Source. Wenn man sich das GitLab Repository ansieht, wird ziemlich schnell klar, nicht der ganze Code wurde veröffentlicht, sondern nur der Code der Android-App. Am Anfang war der Code sogar so limitiert, dass ich ihn euch nicht mal hätte zeigen dürfen. Das wurde zum Glück mittlerweile geändert. Das heißt, ich darf euch jetzt den Code zeigen und ihr dürft ihn auch allen anderen zeigen. Und trotzdem, es fehlen weiterhin die iOS-App, die Web-App und ganz besonders wichtig ist das Luca Backend. Das ist der Teil, der die sensiblen Daten verarbeitet. Das ist der Teil, der mit dem Gesundheitsamt redet. Und ganz besonders ist es der Teil, der von Hackern überhaupt erst angegriffen wird. Die App wird in den allerwenigsten Fällen angegriffen. Das bedeutet, die Community kann diesen Teil nicht überprüfen. Niemand kann schauen, ob dort eventuell Schwachstellen so groß wie China drin sind. Und naja, das ist alles andere als angenehm. Laut den Entwicklern sind diese restlichen Code-Teile noch in der Vorbereitung. Wenn man aber nichts zu verbergen hat, dann dauert sowas ziemlich genau 5 Minuten. Verknüpfen, pushen, fertig. Also eigentlich eine ziemlich schnelle Angelegenheit. Doch es gibt noch mehr Kritikpunkte, die eigentlich nicht direkt den Code betreffen, denn den will ich hier nicht so im Detail durchleuchten. Developer arbeiten normalerweise mit Version Control, also sowas wie Git. Das heißt, wenn ich etwas an meinem Code verändere, damit zum Beispiel dann richtig Mist baue, also irgendwelche Fehler einbaue und es trotzdem hochlade und es niemand gemerkt hat, kann man das am Ende immer noch nachvollziehen. Und vor allem, man kann es rückgängig machen. Ich kann zum Beispiel sehen, wenn ein Hacker Code hochlädt und ich weiß ganz genau, welcher Hacker das war und was er verändert hat. Damit ist eine Analyse super, super schnell.
Vor allem aber kann ich es wie gesagt rückgängig machen und das ist eine sehr, sehr wichtige Prozedur und wird eigentlich mittlerweile für alles gemacht, was in einem Team entwickelt wird. Diese sogenannten Commits sieht man alle in GitLab, also dort, wo der Code von der Luca-App quasi drin ist. Dort spiegeln sich auch die Versionen wieder. Das heißt, ich kann sehen, was sich am Code der Android-App seit Version 1.0 oder sogar noch früher zur aktuellen Version 1.6.1 getan hat. Das ist bei der Veröffentlichung der Luca-App nicht der Fall. Die Developer der Luca-App haben absichtlich alle Commits rausgelöscht oder ohne Versionskontrolle gearbeitet. Ohne Versionskontrolle zu arbeiten heißt höchst unprofessionell zu arbeiten, denn ja, zumindest bei so einem großen Projekt sollte man definitiv eine Versionskontrolle haben, wie gerade schon erwähnt. Sobald mehr als eine Person an einem Code arbeitet, gibt es eigentlich keinen wirklich anderen Weg mehr. Die Commits hingegen absichtlich rauszulassen, würde für mich heißen, dass sie etwas böswillig verbergen wollen. Und so argumentieren auch einige Nutzer auf GitLab. Denn es arbeiten durchaus fähige Leute an der Luca-App mit. Hier sagt ein Nutzer zum Beispiel, dass Luca möglicherweise Security by Obscurity macht. Ein absolutes No-Go in der IT-Security. Im Endeffekt bedeutet das, es ist nur sicher, solange niemand weiß, wie es eigentlich funktioniert. Echte Hacker würden aber so lange dran rumprobieren, bis sie es finden. Und glaubt mir, sie finden was, wenn es sowas gibt. Deswegen ist eigentlich das oberste Prinzip, und so geht jede Kryptographie vor, so geht eigentlich jede gute, sichere App vor. Nichts ist sicher nur, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich muss jemandem meinen Code zeigen können und der muss trotzdem noch sagen, das ist bombensicher. Da aber der Code nicht öffentlich ist, können wir nicht sagen, ob es Security by Obscurity ist oder nicht. Im Zweifel müssen wir quasi davon ausgehen. Laut den Usern auf GitLab ist das Nicht-Veröffentlichen des Codes der gesamten App sogar komplett verboten, also auch des Backends. Laut der Lizenz, die die Luca-App sich selbst gewählt hat, ist das eigentlich verpflichtend. Ziemlich übel also das Ganze. Weitere Punkte waren auch noch zu finden. Abhängigkeiten von Google Play Services. Das macht es unmöglich, das Ganze auf einem anonymen Gerät zu nutzen. Das war, falls ihr euch übrigens erinnert, einer der größten Pluspunkte bei der Corona-Warn-App. Gerade einmal ca. 50 Tests, die sowas wie Randfälle, wie ungültige Eingaben oder Fehlerverhalten überhaupt nicht testen. Das macht Code häufig sehr anfällig, nicht nur für Hacker, sondern einfach auch für Abstürze. Und gerade in sensiblen Bereichen darf sowas einfach nicht vorkommen. Fehler, die Selbsterstellen der App quasi unmöglich machen. Hier musste man selbst etwas ändern. Da wäre natürlich dann interessant, wie überhaupt die Luca-App gebaut worden konnte, damit sie jetzt im Google Play Store verfügbar ist. An einer anderen Stelle im GitLab wird von einem internen Bug-Tracker gesprochen, welcher nicht öffentlich ist und einfach eine weitere Intransparenz darstellt gegenüber den Usern. Und der letzte Punkt, seit der Veröffentlichung des Codes gab es keine Änderungen mehr, abgesehen von der Lizenzänderung. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass eine App dieser Bedeutung nichts zu ändern hat, aber gut, sei es drum. Es war auch Ostern und vielleicht hat sich da schon mittlerweile was geändert, wenn ihr dieses Video guckt. Wie gesagt, ich muss ein bisschen früher aufnehmen, dann schneiden, also guckt gerne mal selber nach. Das kann sein, dass der Punkt rausfällt. Ihr seht also, die Veröffentlichung des Source Codes hat eher mehr Misstrauen geweckt, als dass es besser wurde. Richtiges Informatikdrama kann man schon fast sagen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Luca-App kostet ca. 30 Millionen Euro, ist eine Tracking-App, die damit wirbt, möglichst sicher zu sein. Leider gibt es allerdings Angriffe, die es einem Hacker oder, wenn die App böse ist, ermöglichen, Nutzer zu tracken, Standort zu tracken, persönliche Daten abzugreifen, regelmäßige Aktivität zu tracken und damit könnte man ziemlich böse Dinge tun. Zumindest ist das laut Sicherheitskonzept, was sie selbst veröffentlicht haben, so. Das Konzept ist sehr, sehr grob und nicht wirklich komplett. Hätte also gut sein können, dass der Code eigentlich Besseres zeigt, dass eigentlich alles doch sicher ist. Doch leider ist der veröffentlichte Code absolut unvollständig und wirft eigentlich mehr Fragen auf, als er beantwortet. Obwohl ich die App wirklich sehr gerne empfehlen würde, kann ich das aktuell nicht tun, denn sie hat momentan noch ein Vertrauensproblem. Die Betonung ist allerdings auf noch. Es ist gut möglich, dass sich das ändert, sobald vielleicht der restliche Code da ist und das könnte eventuell schon zu Veröffentlichung dieses Videos sein, also bitte guckt auf jeden Fall dort nach.
Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden und sage euch danke für euer Interesse an einer App und einer Besserung an unserer Lage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.